Vielen Dank. Also ich freue mich auch, hier zurück zu sein. Ich bin immer gern um Aktuare herum und ich finde es sehr angenehme Leute und ich habe auch die Woche sehr genossen hier. Umso schöner ist es jetzt, den Vortrag hier zu machen. Also für mich ist das so ein bisschen wie eine Reise in die Vergangenheit. Also Spoiler Alert, ich arbeite nicht als Aktuar. Ich bin eher Softwareentwickler. Ich arbeite in dieser Software-Szene drin. Und wenn ich jetzt die Themen heute, ich bin da hinten drin gesessen und habe ein bisschen zugehört, und ich kenne diese Themen, aber sie sind so aus der distanten Vergangenheit bei mir. Ja, das sind Themen, die ich mal gehört habe. Die Welt in der Software hat sich extrem weitergedreht und ich möchte vielleicht gerade hier gehen. Also Sie sehen da, ich schreibe Einbruch. Und sehen Sie, ich versuche das jetzt mal zu strukturieren in 3 Phasen. Ja? Also die Phase 1 ist so, wir haben ChatGPT erfunden und hurra, ich spreche da rein und es spricht zurück. Ja? Und dann Use Case war, wir haben alle mal Google ersetzt, also mindestens ich, Sie vielleicht auch. Dann kam relativ schnell, eigentlich kam Copilot raus von Microsoft, die haben das sehr schnell gepusht. Und ich glaube, die Ideen, die ich so heute in diesem Raum gehört habe, das erinnert mich so an diesen Microsoft Speak, den ich von dort höre, immer wieder. Ja, also, und ich glaube, die Firmen hier, also es ist einfach so ein Sampling zwischen meiner Marketing-Wahrnehmung und der Wahrnehmung hier im Raum. Ich denke, sie sind wahrscheinlich alle sehr stark Microsoft beeinflusst. Und da muss man sich auch halt immer ein bisschen im Kopf haben, wo auch die ökonomischen Interessen dieser Firmen liegen. Ja. Und bei Google, die haben ja diese Search Engine und das ist diese Cash Cow und dann will man die ja nicht gerade schlachten. Ja. Und was hat Microsoft? Das Office und es ist die Cash Cow und die muss am Leben bleiben. Ja, muss man, also einfach, es lohnt sich oft, das ein bisschen im Hinterkopf zu haben. Und ich würde sagen, bis Phase 2 ist das Ganze einigermaßen evolutionär, ja, weil man, klar, alles ein bisschen bigger, better, faster und ChatGPT macht mehr Spaß als Google und so, aber mein Job ändert sich nicht massiv. Es ist ähnlich mit bisschen was mehr. Ja. Jetzt kommt Phase 3 und Phase 3, also wir sind ja hier im Land des Buchdrucks. Ja. Phase 3 ist der Buchdruck der White-Collar-Jobs. Und ähnlich wie Buchdruck, warum ist Buchdruck so mächtig? Buchdruck ist mächtig, weil Sie können Bücher drucken, wie man Bücher druckt. Und das verbreitet sich selber. Und AI, Sie haben das gehört vor 2 Vorträgen, glaube ich, AI kann erklären, wie man AI benutzt. Merken Sie? Analogie. Und jetzt müssen wir uns alle überlegen, sind wir jetzt in einem Job wie die Mönche damals, die die Bibel abschreiben? Und dann müssten wir vielleicht mal schauen, dass wir den Job wechseln. Oder sind wir schon in der neuen Zeit? Ja? Ich würde sagen, Phase 3 hat begonnen, für mich würde ich sagen, etwa Juli letztes Jahr. Da ist Claude Code rausgekommen. Das war ein Paradigmenwechsel. Und ich bitte Sie jetzt auch für den Vortrag, versuchen Sie mal alles zu vergessen, was Sie kennen zum Thema AI. Ja? Ich versuche Ihnen mal ein ganz anderes Bild zu geben. Ich versuche Ihnen einen ganz neuen Zugang zu geben, der für mich viel intuitiver ist und viel einfacher auch damit zu arbeiten. Und ich glaube, der macht sehr viel Sinn. Und es lohnt sich darüber nachzudenken, ob man das tun will. Aber bevor wir jetzt da in Medias Res gehen, habe ich da eine kleine Umfrage und jetzt müsste, glaube ich, die Regie irgendwie etwas einblenden da, wo man abstimmen kann. Und eben, also es gibt 2 Fragen, ich sage das jetzt schon mal, dann können Sie sich schon mal Ihre Frage überlegen, Ihre Antwort. Also die eine Frage ist, haben Sie schon mal agentisch gearbeitet? Und eben jetzt meine ich explizit nicht
ChatGPT, explizit nicht so etwas und nicht Copilot, sondern haben Sie mal OpenClaw installiert bei sich zu Hause und Ihr Haus mit OpenClaw voll automatisiert? Oder haben Sie mal ein Projekt gewibecoded? Vielleicht kennen Sie diesen Namen. Ja? Also haben Sie mal wirklich mit Agenten gearbeitet? Und die zweite Frage ist, wissen Sie, was Ihre Firma anstrebt? Also als Endziel darf man hier nicht sagen, als Ziel in 5 Jahren. Was strebt Ihre Firma an? Ist es Phase 2? Also das meiste, was ich so höre, ja, wir brauchen Agenten, wir setzen Agenten ein. Ist das, was Ihre Firma anstrebt, oder strebt Ihre Firma Phase 3 an? Phase 3 bedeutet, es sind Agenten in der Mitte der Firma. Ja? Also wenn Sie Autoindustrie, Land der Autoproduktion hier, ja. Wenn Sie Autofabrik anschauen, keine Menschen auf dem Fließband. Niemand kommt da nach vorne. Es sind Roboter auf dem Fließband und was Menschen tun, sind, sie konfigurieren die Roboter und sie arbeiten mit den Robotern. Ja, und dann Troubleshooting und Service und alles, was dazugehört. Und das ist Phase 3. Also ist das, was Ihre Firma anstrebt, oder was ist es? Und jetzt können wir mal die Ergebnisse sehen. Ich glaube, wir sehen die sequenziell. Also sehr wenig. Und ich glaube, die wenig damit gearbeitet haben, die werden recht ins Staunen kommen heute. Dann die nächste Geschichte mit Phase 1, 2, 3. Ja, doch ein paar C, sehen Sie? Und das ist so, ich kann das bestätigen, weil ich habe Beratungsmandate in der Phase C. Ja? Also mindestens meine Kunden und offenbar jetzt auch hier im Raum, Sie sehen, ungefähr 1/4 der Firmen strebt Phase C an. Können wir vielleicht auf die nächste Folie gerade und eben, also jetzt nur ganz kurz, um die Signifikanz dieser Entscheidung zu erklären. Also ich habe oft gehört heute, Sie können noch nicht das, was wir können. Ja? Also ich gebe Ihnen auch dort mal eine ganz andere Story. Also ich bin ein Softwareentwickler. Ich mache das seit 30 Jahren professionell. Ich habe viele Bücher gelesen und ich behaupte auch, ich bin nicht ganz schlecht in meinem Beruf. Ja? Aber ich kann Ihnen sagen, diese Modelle, die sind besser als ich. Und ich muss das zugeben. Es ist so. So wie der Taschenrechner besser rechnen kann als ich. Und wie der Computer besser Schach spielt als Magnus Carlsson. Wir müssen uns damit abfinden, Computer sind besser als wir. Bei mir ist das zeitenweise schon so extrem gewesen, dass ich wirklich Imposter-Syndrom gekriegt habe und dass ich mich fast nicht mehr getraue, etwas zu schreiben, weil ich Minderwertigkeitskomplexe habe, weil er alles besser kann als ich. Ja? Und man muss sich auch dort abfinden damit. Jetzt eben, wenn Sie jetzt eine Firma haben, die Phase 3 ist, ja, Sie haben keine Chance. Sie haben alles automatisiert verarbeitet. Sie haben Offerten innerhalb Minuten. Sie haben alle Schäden bearbeitet innerhalb Minuten. Es braucht x-mal weniger Personal, x-mal weniger Kosten, beliebig skalierbar, you name it. Ja? Als klassischer Player haben Sie keine Chance. Das heißt, man sagt jetzt auch, dieses Jahr ist das Jahr der Entscheidung. Werden Sie es schaffen? Also es ist nicht, dass Ende Jahr jemand Phase 3 erreicht hat, glaube ich nicht. Aber Sie müssen, wenn Sie Phase 3 machen wollen, gehen wir doch mal einen Slide weiter bitte. Oder ich kann das selber, Entschuldigung. Wenn man da mal schaut, wie das in etwa aussieht, dann kann man sehen, aha, es gibt Phase 2, die ist in mehrerer Hinsicht sehr harmlos. Ja, ich muss da wenig Personal ändern und habe ein paar Copilot-Lizenzen, die ich zahlen muss und finito. Ja. Bei Phase 3, da schreiben Sie alle, und zwar 100% der Jobprofile Ihrer Firma um. Ja. Es wird keine Spezialisierungen mehr geben, die Rollen werden zusammengemerged werden.
und alles kommt da aus einem Guss raus. Ja? Das ist nicht eine Geschichte, die Sie in 5 Minuten machen. Ja? Und die Firmen, die dieses Jahr all in gehen und dieses Jahr beginnen, sich da vorzubereiten, die werden das Rennen machen. Alle anderen werden vermutlich abgehängt und dann wird, wie man so schön sagt auf Deutsch, der Markt konsolidiert. Ja? Und ich glaube, das ist wichtig, dass Sie darüber nachdenken mindestens, weil jetzt haben Sie noch Handlungsspielraum und dieser Handlungsspielraum, der geht weg. Mit jedem Jahr, das Sie zuwarten, haben Sie ein Jahr weniger Handlungsspielraum. Jetzt, was braucht man, um das zu tun? Ja? Sie brauchen Menschen, Sie. Dann brauchen Sie auch eine Agentenfarm und die muss beliebig skalierbar sein. Ja? Sie nehmen nicht einen Agenten. Und wenn Sie jetzt fragen, was ist ein Agent? Haben Sie den Film Memento gesehen? Der vergisst, jeden Morgen hat er alles vergessen und muss sein Leben neu lernen. Ja? Das ist ein Agent. Aber Einstein im Quadrat. Ja? Also Einstein ist ein Schulbube gegen das Ding. Ja? Und Sie können ihm am Anfang halt 10.000 Seiten Material liefern und das Ding macht irgendwas. Ja? Und dann kann der noch 15 andere Einsteins aus dem Grab rausholen und die arbeiten für Sie. Ja? Und das ist mächtig. Und das ist nicht Zukunft. Ich arbeite jeden Tag so, nur. Ja? Das ist Präsenz. Das muss man sich vor Augen halten. Jetzt, wenn wir einen Underwriting-Prozess anschauen, ich habe da versucht, ich habe mal im Rückversicherungspricing bei der Schweizer Rück gearbeitet und da habe ich so eine marginale Ahnung, wie das geht. Und da habe ich mal versucht aufzuschreiben, wie ich mir das vorstelle. Ja? Und Sie sehen, der Mensch, der kommt eigentlich ganz am Schluss ins Spiel. Also für die, die das nicht kennen, Stand heute, ich kriege eine E-Mail und dann gehe ich mal jedes Attachment aufklicken und dann habe ich Kraut und Rüben und weiß der Teufel was und dann gehe ich das ins SAP eintippen oder was auch immer und. Ja, Prozess irgendwie 4 Tage. Prozess neu, ich hänge den Agenten an meine Inbox, also nicht an die Firmen-Inbox. Und der Prompt, der ist nicht so. Ja, der Prompt ist mach, verarbeite, weil Sie können nicht die Firma in einen Prompt tun. Und man muss aufhören, über Prompts nachzudenken und denken Sie über die Wissensbasis nach. Sind Sie, es ist Ihre Seele. Es ist, was Ihre Firma von der anderen Firma unterscheidet. Es sind Ihre Risikopräferenzen, es sind Ihre Wünsche, was Sie für Geschäft machen, wie Sie das Geschäft machen, wie Sie es abwickeln. Und Sie sind ja besser als die anderen, immer. Ja? Und das müssen Sie in Ihrer Wissensbasis abbilden, weil den Claude hat jeder. Da haben Sie keinen Wettbewerbsvorteil. Es ist nur Ihre Wissensbasis. Und die müssen Sie beginnen heute umzusetzen, damit Sie die dann haben und damit die Agenten dann ihr Wissen kennen. Ja? Weil wenn ich will, dass der Agent sich wie ich verhält, was muss ich machen? Mein Hirn und dem Agenten zur Verfügung stellen. Dann kann er nachschauen, was ich will. Ja? Und das ist nicht ein Prompt, das sind Tausende von Seiten Text, Zehntausende, Hunderttausende Seiten. Das ist mehr, als Sie je lesen können. Ja? Sie müssen das aber auch nicht lesen, weil Sie schreiben es für Agenten. Ja? Und es wird von Agenten geschrieben. Also es ist ein ganz anderes Ballgame. Und wenn Sie in diese Geschichte reinkommen, es braucht auch Mut. Man muss ein bisschen loslassen können, man muss gehen lassen können. Braucht Mut, ja. Aber wenn man da reinkommt, dann wächst man intellektuell um 10 Jahre. Das ist unglaublich, seit ich das mache. Es hat auch viel therapeutischen Charakter, weil Sie schauen jeden Tag 10 Stunden in den Spiegel und Sie müssen das irgendwie aushalten. Ja? Und es ist eine schöne Geschichte, hat für mich sehr viel interessante Aspekte. So, jetzt habe ich Ihnen aber auch versprochen, ganz kurz ein paar Screens zu zeigen. Wir sind jetzt leider schon sehr knapp mit der Zeit, also ich werde das auch knapp halten.
Vielleicht können Sie wechseln auf, ja, danke schön. Ich fange hier an und inspiriert hat mich ein Paper vom Jahr 1945, was ja wieder ein interessantes Jahr ist in diesem Land. Ja. Aber da hat es nicht nur Frieden gegeben auf der Welt, sondern es hat auch den Vannevar Bush gegeben, der war Amerikaner, auch wenn man das am Namen nach nicht vermuten würde. Und der hat den Memex entwickelt. Und was ist der Memex? Das war die moderne Informationsverarbeitung, also rein das lohnt sich. Sie haben Mikrofilme, wo Sie mit Filzstiften draufmalen können. Tolle beschrieben. Aber was er schreibt, ist, das Wichtige sind nicht die Dinge selber. Es ist nicht das Dokument oder das Bild sondern es ist die Verbindung. Es ist, wie das Zeug zusammenhängt. Das ist wichtig. Dieser Schaden gehört zu diesem Bild. Und dieser Kommentar gehört zu diesem Bild, der sagt, das Bild ist eine Fälschung. Und dann kriegt das Bild einen anderen Informationscharakter. Ja. Jetzt habe ich heute Morgen noch etwas gemacht, das ist so ein bisschen ein AI-Flex und jeder, der so diese AI-Sachen macht, ja, man muss da ein bisschen die Muckis zeigen auf der Bühne. Und dann habe ich gesagt, hey, heute spreche ich am DAV, mach mir mal eine Präsentation, wie der Aktuar der Zukunft arbeiten wird. Ja? Und ich habe das tatsächlich heute Morgen um 7 und dann bin ich frühstücken gegangen. Normalerweise gehe ich ins Fitness oder so, das ist dann das Leben. Und dann lassen Sie die Armee von Agenten einfach mal tun. Da kommen dann Hunderte aus dem Boden und die machen alle irgendwas. Und das ist viel mehr Material, als ich hier überhaupt zeigen kann. Aber einfach ein paar Ideen, mit denen das gekommen ist. Das ist zum Beispiel sowas und da habe ich gesagt, mach doch mal so ein Dashboard, wie das in etwa aussehen könnte, wenn ich Underwriter bin und wenn ich am Morgen meinen Job beginne. Ja. Und da sehen Sie, da hätte ich jetzt die ganzen, das ist übrigens alles funktional, also ich könnte da jetzt klicken, das tut alles und das wurde innerhalb von 2 Stunden programmiert. Ja. Ich sage es einfach so, und das ist Präsenz, das ist nicht Zukunft. Sie können das heute machen. Ja. Oder dann habe ich gesagt, ja, zeig mir noch ein paar spannende Sachen, was ich dann machen könnte, wie ich dann interagieren könnte mit diesem Zeug. Also Sie sehen, das ist echt live, also das ist nicht einfach ein Bild. Und dann hat er das gemacht zum Beispiel und da haben wir simuliert, dass eine Klausel fehlt und der Agent hat dann vorgeschlagen und ich könnte jetzt, der hat eine ganze Submission gemacht, das ist wunderschön, ich könnte jetzt hier überall klicken und Sie würden die ganzen Files sehen und alles. Aber wir haben keine Zeit für das und da habe ich einfach gezeigt, wenn jetzt sowas wäre, dann könnte ich zum Beispiel jetzt den Chat nehmen, den haben Sie da immer, der muss immer griffbereit sein. Ja, da hat man immer zur Seite und da kann man schnell ein bisschen chatten, aber im Schnitt fragt man nicht Fragen, sondern man gibt Aufträge. Also Sie müssen sich vorstellen, Agenten gleich Mitarbeiter und die benutzen Sie dann wieder. Also denen geben Sie Aufträge und dann monitoren Sie, was zurückkommt. Und jetzt habe ich wirklich ganz wenig Zeit und dann schaue ich, was da noch wichtig ist. Sie sehen, da hat es noch verschiedene Sachen. Hier dann ein Report und das ist für mich auch, also ich habe ein gewisses ästhetisches Empfinden, was solche Sachen angeht. Und da habe ich auch Freude jetzt mit dieser Agentic AI. Wir kommen so in ein Zeitalter, wo alles ein bisschen hübsch aussehen kann. Und das wird dann auch alles live abgedatet und so. Also all diese Zeiten mit Files und so, die sind Vergangenheit. Und noch der ganz letzte Punkt, dann kommen wir zu den Fragen. Wenn Sie, warum ist das jetzt so gekommen? Ist das jetzt der Claude, der so gut ist? Und dann muss ich sagen, nein, ist es nicht. Ich habe das mit meinem persönlichen Memex gemacht. Ja? Und raten Sie mal, ich habe ab und zu was mit Rückversicherung zu tun. Ja?
Und deshalb habe ich in meinem Memex für meine Person, da kommt ganz viel Rückversicherung vor. Da kommt auch, ich arbeite mit Stefan Bernecker zusammen, da ist ganz viel Rückversicherungsmathematik drin. Und deshalb kann ich dann einfach sagen, mach mir eine Demo für den DAV, der kennt auch meine Ideen, der kennt meine LinkedIn-Posts, der nimmt meine Sachen, der macht das. Ja? Ich muss dem nicht mehr sagen, was meine Ideen sind. Und wieder Hinweis, fangen Sie heute damit an, Ihren Memex aufzubauen. Das sind Sie, das ist Ihre Seele, das ist Ihr Charakter. Ja? Und wenn Sie das heute tun, sei das als Person oder sei das als Firma, dann sind Sie für die Phase 3 gewappnet. Und mit dem würde ich schließen. Jetzt haben wir noch 1 Minute 20 oder ist das Redezeit, weiß ich nicht. Wir haben irgendeine unbestimmte Anzahl Minuten Zeit für Fragen. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Bürgi, für auch diesen aufrüttelnden und emotionalen Vortrag. Haben wir nicht so oft, insofern ganz wunderbar. Wir haben hier Fragen im Chat, aber wir fragen zuerst einmal genau Fragen im Saal. Ich glaube, jetzt kommen noch ganz viele Fragen. Das Schöne ist aber, die Tagung endet jetzt und wir können im Grunde so lange weitermachen, wie wir Lust haben. Sehr schön. Ja, Herr Dr. Bürgi, vielen Dank für den wunderbaren Vortrag. Ich habe vor 25 Jahren in meinem Studium saß ich vor einem schwarzen Bildschirm und im Unix-System habe ich etwas dann auf der Tastatur geschrieben. Und danach sind 25 Jahre vergangen und ich sitze gerade auch vor einem schwarzen Bildschirm, meine Tastatur vor mir, Maus habe ich jetzt weggesteckt und das mache ich 10 Stunden am Tag. Tmux läuft, ich arbeite meistens auf Linux und ich fühle mich wie ein anderer Mensch wie vor einem Jahr. Und das ist nur 1 Jahr alt und wir hatten noch 2 andere Phasen und dann 25 Jahre irgendeine Phase. Und ich wollte fragen, also ich glaube, ich verstehe Sie und ich bin in der Gruppe 1.3, aber ich habe letztes Jahr ein Unternehmen gegründet und ich kann das machen. Und viele Unternehmen sind nicht da, weil sie interne Organisationen haben, die das einfach noch nicht möglich machen. Aber die Frage, die ich habe, ist, sitze ich da richtig oder kommt dann noch etwas und ich soll mich gar nicht daran gewöhnen, dass ich dann so arbeiten werde? Gibt es Phase 4 oder Phase 5? Wo geht das Ganze hin? Die gibt es garantiert, ja. Aber ich glaube nicht, dass die Techniken sich massiv ändern sollen oder werden. Also ich musste viele Leute entlassen nach Covid. Also wir waren vorher etwa 70 Leute und mein Job war vorher CTO. Ich war Chief Technology Officer. Und was habe ich gemacht beruflich? Ich habe Menschen Aufträge gegeben, dann habe ich geschaut, was die programmiert haben, dann habe ich das wieder genommen und dann habe ich neue Aufträge gegeben. Ja. Was mache ich heute? Sie werden lachen, identisch denselben Job. Nur habe ich die Menschen gegen Agenten ausgetauscht, A, und B, das Ganze ist 1000-mal so schnell. Ja. Und das hat mich am Anfang überfordert, weil vorher ist man eigentlich beschränkt durch rein das physische Tippen. Ja. Und ich habe mal im Studium als Datatypist gearbeitet. Ich kann 200 Anschläge pro Minute, aber man ist beschränkt durchs Tippen. Ja. Jetzt ist das Tippen weg, das ist weg. Ja. Und das heißt, jetzt kommt Hirn, das ist das Nächste. Und es ist die reine Informationsmenge. Und Sie müssen am Anfang nur schauen, dass Sie noch Schlaf kriegen. Und ich sage immer, das ist so für meine Generation, also die Jüngeren, die haben ja das Doomscrolling, das ist da und sehr, sehr abhängig machend und Hormonausschüttung und so. Mein Doomscrolling ist das, es macht unglaublich abhängig. Man kriegt Hormonausschübe, wenn man Prompts beendet und man will immer eins weitergehen und man hat so viel Wissen, dass man das fast nicht bewältigen kann. Und ich glaube, das muss man lernen, jetzt. Ja? Das wird nicht weggehen. Und das andere ist halt auch, man muss sich überlegen, ja, was brauchen Sie denn noch jetzt beruflich? Ja? Ich habe jetzt viele Sachen nicht gezeigt. Ich habe ihm gesagt, nimm ein paar Schadenverteilungen und mach ein paar Schadenmodelle. Ja? Ich hätte die zeigen können, die machen alle aktuariell Sinn. Ja? Und das ist das, eben die Frage ist, lohnt es sich jetzt in der Uni
diese Sachen zu lernen? Lohnt sich das? Also ich habe keine Antwort, ich sage weder ja noch nein, aber ich stelle die Frage in den Raum. Und wie lernt man managen? Man muss managen können. Und sagen auch viele, es ist IT. Dann sage ich, aber ich schreibe weder eine Programmiersprache, noch ist es in einer Form, hat es Charakter von Programmierung. Ja, ich schreibe englische Texte und das meiste, was ich mache, ist Teams anleiten. Ja? Und wenn ich dann traditionelle Rollenbeschreibungen schaue, komme ich dann eher so auf eben Architecture, Teamlead, Techlead. Das sind solche Jobs, glaube ich, die man sehr stark jetzt braucht. Ja? Also Antwort ja, lernen Sie es jetzt. Passt zu der Frage, die hier hochgevotet im Chat ist. Welche Skills müssen Manager bekommen, in Klammern oft höhere Jahrgänge, um diese Dinge richtig auf den Weg zu bringen? Ja, ich finde das eine sehr spannende Frage, weil ich berate viel diese Leute. Und ich glaube, das Wichtigste dort ist, es geht um einen Kulturwandel. Ich muss eine Kultur umstellen. Und das ist, glaube ich, mit das Schwierigste, was es überhaupt gibt auf der Welt, eine Kultur aufstellen. Und es braucht Mut und es braucht All-in. Ich kann nicht die alte Kultur lassen. Es gibt ja diesen Witz, in England stellt man auf Rechtsverkehr um und man macht eine Testphase nur mit den Lastwagen. Ja? Und das ist, wenn Sie nur Teile der Organisation umstellen, das geht nicht. Und jetzt hat man diese Softwareprojekte mit, sagen wir, 20 Leuten. Ja? Und das ist das Erste, was ich immer den Managern sage. Überlegt euch, wenn ihr jetzt Schuhe habt, die 100-mal so groß sind. Ja? Und das ist so, wie ich mich fühle. Ich habe jetzt diese riesigen Schuhe an. Und Sie haben dieselben Schuhe an. Und jetzt sind wir nur zu zweit. Das Einzige, was wir je tun, ist, wir schauen, dass wir uns nicht auf den Füßen rumstehen. Es ist unglaublich schwierig. Ja? Und man ist am Anfang allein überfordert, dann mit der Zeit, also jetzt habe ich den Robert zum Beispiel an Bord und andere und jetzt versuchen wir mal, ob wir zu zweit irgendwie kutschieren können. Aber wir sind auch am Lernen, wie das geht. Mit 20 Leuten vergessen Sie es. Es ist unmöglich. Also Sie müssen wirklich den Mut haben, jetzt zu sagen, ich stoppe das Projekt mit den 20 Leuten, ich fange es nochmals neu an mit 2 Leuten. Und diesen Mut wünsche ich den Top-Managern, diesen Mut. Und dann halt auch die ganzen Sachen, das dann durchzuziehen, die Firma umzubauen. Und es ist eine Riesensache, ja. Aber ich glaube, das kommt auf uns zu. Ich glaube, wir haben keine Wahl. Wir können, eben ich habe das auch mal, gerade im Zusammenhang mit Deutschen, habe ich es ein bisschen verglichen mit dem Ende der DDR. Also man kann irgendwann nicht mehr wählen, ob man die Grenzen aufmacht oder nicht. Ja, irgendwann passiert es einfach. Und ich glaube, das ist mit KI so ein bisschen ähnlich. Die kommt einfach. Und wir können uns nicht wehren. Wir können nur schauen, dass wir den Schritt möglichst schnell mitmachen. Ich kann jedem versichern, es ist ein schönes Leben. Mein Leben hat sich insgesamt verbessert. Ich fühle mich glücklich, wohl und es ist schön. Und machen Sie den Schritt jetzt. Und ich glaube, wer ihn nicht macht, das ist, also es gibt ja auch Semester, also ich war auch da, als der Computer eingeführt wurde. Meine ersten Jobs waren auf einer mechanischen Schreibmaschine, ja. Und gibt wahrscheinlich noch andere und dann werden Sie wissen, was passiert ist mit denen, die gesagt haben, ich lerne jetzt keinen Computer mehr. Ja? Und das ist irgendwie nicht tragbar. Also, und das ist halt auch etwas, was ich Ihnen ans Herz lege. Machen Sie den Schritt möglichst schnell und eben, es ist schön. Und ich merke auch, gerade für die älteren Semester, die haben schon paar Mal andere Dinge gesehen und viele ältere Semester haben wie ich Freude, dann alles mal ein bisschen noch aus einem neuen Blickwinkel zu sehen. Ja? Passt sehr gut zu der Frage, die hier hochgevotet ist. Wie finde ich den Einstieg zur Erstellung meines persönlichen Memex? Also wie steige ich ein? Nehmen wir mal an, wir würden Ihnen jetzt alle folgen. Was machen wir heute Abend? Ganz konkret. Ja, also man muss zu Bots eine Beziehung entwickeln. Ja?
Also ich habe Vorträge gemacht mit Titeln wie Agents are also just humans. Also man muss sie als Menschen betrachten. Und ich sage auch oft, wenn ich Agenten anleite oder wenn ich Leuten helfe, sage ich, gebt Agenten nicht menschenunwürdige Sachen. Ja? Also ich glaube, man muss sie als Teammitglied anschauen und mit ihnen arbeiten. Agenten, die wissen, was sie wollen. Man kann sie fragen, wie das Team auch. Ja? Ich kann auch mit dem Team, kann ich Teambuilding machen und sagen, wie wollt ihr behandelt werden? Was ist eine gute Regel? Ja? Jetzt sehen Sie mit Agenten, das ist ganz witzig, wenn Sie dann Sachen machen, also ich mache oft so, dass man dann eben ein E-Mail nehmen muss und dann muss man Schaden verarbeiten oder Pricing machen oder weiß der Teufel was. Und wenn die das nicht können, dann kann ich den Agenten fragen, ja, warum hast du jetzt das so gemacht? Und sehen Sie, beim Menschen, der Mensch, oh, ich habe nichts falsch gemacht und so, der Mensch, der igelt zu. Ja? Der Agent nicht, der sagt, ja, da hat seinen Text, da steht das drin und so. Und dann sagen Sie einfach, ja, schau, dass das nächste Mal nicht passiert. Und beim Menschen, der stellt sich dann vielleicht in die Ecke da. Der Agent sagt, ah ja, toll. Und dann schreibt er halt 18 Dokumente um. Ja? Und das ist wieder eben wichtig, dass Sie den Agenten umschreiben lassen. Also Sie schreiben nie Texte selber, nie. Sie lassen Agenten schreiben. Und Sie schreiben nicht ein 1000-seitiges Ding, ja? Sondern in der Kochschule hat es immer gehießen, mundgerechte Stücke. Sie müssen mundgerechte Stücke machen. Und das sage ich dann auch oft, wenn mir Leute sagen, ja, wir haben diese Underwriting Guidelines mit den 1000 Seiten, dann sage ich, ja, die müssen jetzt aufgedröselt werden. Da muss man jetzt 1000-mal eine Seite machen und die muss man halt irgendwie so gruppieren, dass sie thematisch Sinn macht und dass der Agent nicht immer das ganze Ding schlucken muss, sondern nur für dieses Produkt, was er jetzt gerade vor sich hat und so weiter. Das kommt alles gut, ja, aber man muss lernen, damit zu arbeiten. Vielen Dank. Hier kommen jetzt noch massenhaft Fragen. Wir sind aber schon deutlich drüber. Von daher würde ich sagen, eine letzte Frage, die auch gar nicht so sehr an Sie geht, sondern mehr an uns. Also an uns im Umfeld, und zwar die Frage, kann man Websessions anbieten, Erstellung von Agenten, die wir hier sozusagen als Bildungsangebot, und ich würde jetzt mal so sagen, hier auch im Namen des Ausschusses und im Namen der Kolleginnen und Kollegen, die sich hier mit Weiterbildung und Ausbildung beschäftigen, ja, das ist ein Thema, was wir auf der Agenda haben sowieso, aber jetzt natürlich noch dringender haben nach Ihrem Appell. Jetzt wollen nämlich auch alle gerne mit Agentic AI arbeiten und ich kann Ihnen dann sagen, wir arbeiten dran und werden das entsprechend anbieten. Nochmal da der Hinweis, es gibt Fit for AI Kompakt und vielleicht kann man darauf aufbauend in Sachen Agentic AI was machen. Es kommen ja noch ganz viele Fragen, aber wir sind jetzt mit 16:33 drüber, deswegen würde ich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren aufrüttelnden Vortrag ganz zum Schluss. Ich denke, das hat uns nochmal alle mitgenommen, nimmt uns auch mit auf den Weg nach Hause, dass wir was zum Grübeln haben und zu überlegen, wie wir das dann angehen. Vielen Dank, Herr Dr. Böge. Danke für die Einladung.